Ich habe ein Coding-Duell veranstaltet und zwar mit Freiwilligen, die bei den Coding-Challenges auf der ITCS face-to-face gegeneinander angetreten sind. Der IT Career Summit ist eine kostenlose Tech-Konferenz, IT-Jobmesse und gleichzeitig auch ein Festival. Und damit der perfekte Ort für euch, um einen Job zu finden und gleichzeitig Spaß zu haben. Und genau dazwischen war auch ich zu finden und werde ich auch wieder zu finden sein am 8. September dieses Jahr in Köln. Alle Infos unten in der Beschreibung. Ihr konntet in verschiedenen Challenges von SQL bis C++ gegeneinander antreten. Und das zweite Duell seht ihr jetzt, eine C++ Challenge. Hi. Hi. Hallo. Was machen wir gleich? Wir machen gleich eine Coding-Challenge mit C++. Cool. Was macht ihr so beruflich? Was machst du so beruflich? Ich habe tatsächlich noch keinen Job, ich studiere gerade. Angewandte Informatik. Angewandte Informatik. Ja. Cool. Und wie bist du zu C++ gekommen? Warum C++? Also eigentlich wirklich, weil ich das für das letzte Open Source Projekt, woran ich kurz gearbeitet habe, gebraucht habe. Also es war halt in C++, das war so ein Model Importer für ein Nintendo Spiel. Und ich habe dort den Keyframe Editor mit so einer Curve gemacht, also dass man die Keyframes rumziehen kann und so weiter. Cool. Was machst du beruflich? Ich bin Machine Learning Engineer. Wow, okay. Ja. Und da arbeitest du mit C++? Ja, unter anderem. Ja. Was machst du genau? So, ich habe früher in der Forschung gearbeitet an der Uni und ich habe mit Menschen gearbeitet, Forschung mit Menschen. Und das Problem war, viele Programme waren ein bisschen zu langsam für unsere Forschungsfrage. Dafür brauchen wir etwas selber zu machen in C++. Wow. Das ist der Grund. Ja. Okay, ein richtiger Profi. Oh, das hab ich nicht gesagt. Okay, gut. Okay, dann würde ich vorschlagen, fangen wir an. Wie weit seid ihr? Gut. Also die Challenge seht ihr vor euch. Im Grunde genommen müsst ihr aber erstmal wissen, dass wir zunächst mal eine Zahl bekommen, die Anzahl an Testfällen eingibt. Das ist das System. Wir haben weiter unten, wenn ihr nach unten scrollt, haben wir Beispiele. Das heißt, erstmal kriegen wir eine Zahl, die in der wie gesagt 3 Testfälle haben wir jetzt hier. Dann ist das der erste Testfall, die 5, minus 5, minus 2, minus 7, minus 6, minus 6. Dann kommt der zweite Testfall, da ist dann die Zahl 9 und dann die nächste Zeilenanzahl. Und die ganzen Inputs sind im Endeffekt, als hättet ihr Standard-Input. Also als würde jemand in der Kommandozeile eingeben. Ja, okay. Genau, so könnt ihr damit arbeiten. Die eigentliche Challenge wird oben beschrieben. Eine Liste von n Ganzzahlen. Man soll jedes Element dieser Liste quadrieren und sie anschließend eben aufsteigend sortieren und dann die neue Liste ausgeben. Für jeden Testfall. Genau. Wer kann anfangen? Klappen? Okay. Also geht schon los? Ja, ihr könnt loslegen. Ja, alles klar, gut. So, ach, jetzt. Das ist aber so direkt. Aufmachen. Gut. Willst du irgendwas machen? Das ist ein... Oh ja. Oh ja. Wow. Das ist so schwierig. Ist das so richtig? Ist das, was ich dann einlese, direkt beim Uline oder? Genau. Also du kannst, genau. Also so hast du auf jeden Fall den. Warte. Genau, so wird er jetzt bis zum Newline einlesen und das kann ich dann im Buffer hier interpretieren. Ich glaube, du müsstest dann sogar den Newline drin haben. Also den Newline noch Du kannst inklusive. doch einfach mal auf Test Examples machen. Achso, genau richtig. Wir können auf Test Examples einen Testlauf durchführen. Dann könnt ihr auch zum Beispiel Fehler sehen. Aha. Oder Ausgaben, die ihr produziert. So könnt ihr quasi ein bisschen debuggen. Man möchte auch So, einfach mal gucken. Das Examples. Okay, correct compilation failed. das, glaube ich, die Das ist dann stdin? Wahrscheinlich. Ach so, nee, warte, er braucht wahrscheinlich erstmal die stdio. Nein. Wo ist das Hashtag da? Hashtag
Let's take Okay, good. That's kontrolliert. Oh, Ja, ja, sure. ja. Yeah, sure. Wenn du Input von dieser What? Compilation Robot. Ah, ja, ja. Okay. Da braucht er also das Haar noch danach. Ist okay, mach ich. Still don't understand the input. So if I give... So, So how do was jetzt? as in... using the Failed. using the inputs. Oh, yeah, like this. And then in the test, I'm trying to work out how to input the test. Das ist doch ein STG. Und You can just try. So, dann brauche ich wahrscheinlich. Ja, egal. Vor allem eine Challenge erstmal aus der Konsole einzulesen. Ah, okay, okay. Ah. So you just need an in main. That's what you have. Yeah. And then you can just use Cn into Okay. one. So, stimmt. Ich muss erstmal. Nee, muss ich erstmal. Also, eine Mail ist wahrscheinlich nicht schlecht. Das stimmt. You Cn that you had earlier. Or reading variables. You mean from up here, you mean? Gibt's Yeah. Streams? Okay. Or, Ja. Yeah. That is Cn. okay. Yeah, inside the variable. Ah, okay. So. So like Was jetzt? it's the double Natürlich nicht, aber. Nee. other way. Ah, now I understand. Yeah. That's it. No problem. Okay. Yeah. Thank you. Sorry, super silly question. Okay. Yep. Yeah. I understand. So. Mann. Yeah. Okay. Yes. Okay. In dem Fall jetzt, ja. Also es ist gerade ein 10-Minuten-Challenge. Hab nur den Hintergrund, Klar. weil ich könnte das gemacht. Ja? Ich weiß Du kannst alles googeln. Achso, ja dann. Also, wenn das Internet läuft. Vorhin hatten wir Schwierigkeiten damit. Ja, Irgendwas. bitte nicht den Algorithmus holen. Bitte nicht, Nein, natürlich nicht. nicht ChatGPT benutzen. Nein! Read.console, das ist alles, was ich wissen will. Aber warte, das kann ich dir auch sagen. Weil das soll es echt nicht sein, das Problem. Gehen wir kurz zurück auf die Challenge. Genau. Aber du brauchst halt entweder using namespace std. Du musst IO-Stream includen, ne? Ah, yes. I get it. O-Stream, das war's. Yes. Okay, das wusste ich nicht. Ah, ja, ja. O-Stream? Okay, So, sorry. oder? Sorry. Now I Dann geht's. understand the question. Nee. Mag er nicht. Kann ich sagen? Using namespace std brauchst du noch dran, wenn du es, also wenn du es nicht von dran schreibst. Also entweder du musst std Doppelpunkt schreiben oder Ja. using namespace std. Okay. Nee, er mag IO-Stream nicht. Weil es falsch geschrieben Brauchst du, ist. glaube ich, auch tatsächlich gar nicht. Warte mal. Ich glaube, wir includen, wir brauchst du nicht. Aber das habe ich schon probiert, das hat er nicht gemacht. No, it's not. It's like unrelated. I'm just a YouTuber. They just, Ah, so. Zumindest kompilieren? Nein. yeah. Hier, das ist C++. Yeah, exactly. I think we could also go for the arguments, for command line arguments, but sometimes we want to be flexible with the challenges, which is why we like have that as like a user input. Because some of the challenges, those are really easy ones, but our system also has like mazes and stuff where you actually need complex algorithms to solve it. But those are not solved in like 10 minutes. And for those challenges, it's also free to choose which language you're using. So like at the moment, we just limit everyone to C++ for this challenge. But like, you can even use Brainfuck or Bash or so, yeah, that's basically the environment. Nein. In C++ gibt es ja Strings, aber ich kann es vergessen. So, ich habe eine Frage. Natürlich. Ich wollte nur nee. ich wollte Tests machen, nur zu sehen, ob ich etwas Ja. Output bekomme. Ja. Darf ich das machen? Ja, natürlich. Auf jeden Fall, Ich oder? habe, Oder mag er das nicht? Normal Standard. Nicht? Wie heißt das? Ja. Gut. Benutzt. Guck ich mal hier. Warte hier. Okay. Es sollte auch Ich damit hätte nicht nur funktionieren. den Speak. Okay, na gut. Auch mit Tests. Ah, das ist so. Sollte, ja. Also mit Test-Examples kannst du, genau. kriegst- Compilation. Okay. Vielleicht Ja, das warte. Du gemacht. kriegst da unten Error Output. Also das ist quasi immer der Output, der da rauskommt, genau.
Ja, Ach so, warte. Oh, das war die ganze Zeit falsch. Ups. Jetzt. Ja. So, dann jetzt nochmal, wie man das von einem String in int konvertiert. wenn du die Seite neu lädst, auf jeden Fall bitte zwischenspeichern. Also erst alles Steuerung A und dann Steuerung C. So for you, before you reload the page, if something's not working or anything, please make sure to copy everything because it otherwise might disappear. Okay? Das String in int. Danke. Und wie viel Zeit noch? Oh. Zeig weiter. Das habe ich gemacht. Okay, oder? Ja. Okay. Wir wollen nur wissen, wo. Okay, ich werde wie. Das, was ich brauche. That's Yeah. Okay. I also mistyped that previously. I tried installing everything on this laptop today, and it's horrible. Ernsthaft? Ja, ich Das ist so einfach. Okay, das kann ja sein. Das Hive manche. Das Hive manche. Alle denken mit. Ja, ja. Gott. Gott. Ja, ich merke schon, ohne Autocomplete bin ich ziemlich aufgeschmissen. Ohne was? Ich merke schon, ohne Autocomplete bin ich ziemlich aufgeschmissen. Ja, das fühle ich komplett. Ja, das war's. Ja, das ist meistens Also wir brauchen scheinbar noch ein bisschen. That is a clever way. Wir brauchen scheinbar noch ein bisschen, aber ich. For them. So. Ja, na, ich überlege, ja, das ist Empfehlung Persona. Ich bekomme Tipps im Internet, ist das legal? Hätte Ist ich das mir erlaubt? gedacht. Oder nicht? Yeah, can use it. Invalid passed from string to int. Warum sagt er dann, dass es geht? Das ist very ugly. Very ugly. And Fast 2, 3 with that, I don't care about an indentation, I just wanted to get working. Ich bin noch nicht auf dem Laufenden. Okay, so Ich habe gerade this and Aber ja, also doch, like klar erinnere ich mich. this and moment of truth. Let's go. I think I got it. Wow! Das war eigentlich das Problem dort dargestellt. Achso, das Problem war einfach nur, dass wir ein Erase quasi auch machen. Magst du einmal noch mal kurz auf Submit klicken? Achso, kann ich gerne machen. Ja, lass dich gerne noch mal freuen. Okay. Was hat er? Ihr seid jetzt gerade aufge... 100%. Also 100 von 100. Nice, herzlichen Glückwunsch. Ja, das war's. Das ist der Server einfach Okay. also gecrashed. War schwer? Ja, einfach weil ich sehr eingerostet in C++ bin Ja. und sehr auf Autocomplete angewiesen bin. Und hier habe ich gar nichts davon. Also musste ich halt ein bisschen was googeln. Ein bisschen wurde mir von der Seite eingeflüstert, aber eben halt nur so ganz Basic-Sachen, irgendwelche Sachen, die ich übersehen habe. So ein bisschen wie Pair-Programming. Ja, kann ja auf beiden sein, oder? Aber es war definitiv stressig. Das glaube ich, ja. Gerade so wegen Zeitdruck, ne? Ja, genau. Ah, cool, herzlichen Glückwunsch. Ja. Okay, das ist gut. Was bei dir? Ja, so, ich habe gute Unterstützung von Vincent. Also ein bisschen lustig, mit so vielen Augen Ja. zu arbeiten. Aber eigentlich unser großes Problem war, diese Input zu verstanden. Ich habe im Grunde probiert, wir fast da etwas gelöscht und haben nicht wirklich verstehen, wie die Zeilen rein. Ja, okay. Genau. Ja, Challenge. Aber herzlichen Glückwunsch, ihr habt Okay. beide sehr gut gemacht. Also, Dankeschön. ich habe auch schon ein bisschen versucht reinzulinsen. Das war ja echt. Aber ja, spannender Code. Ja. Okay. Cool. Vielen Dank. Danke. Ja. Danke. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gemacht. Absolut. Sehr gut. Ja. Spaß gemacht. Aber das ist ganz einfach. Ja. Ich meine, zwischendurch echt gedacht, so kriege ich da überhaupt irgendwas hin, weil jetzt einfach nur die ganze Zeit nicht kompiliert. Und dann irgendwann Segmentation Fault. Was ist dann? Aha. Ja. Aber dann irgendwann eben halt durch ganz viele Debug-Ausgaben dann so langsam verstanden, was die Probleme waren und dann ging's auch. Okay.
Also die Bandausgaben haben geholfen. Ja, definitiv. Das ist gut. Ja. Wir sind immer noch ein bisschen am Verbessern, aber ich glaube, mit so einem Stream, großen, er ist schon ganz cool. Ja, absolut. Das zufrieden kann. Ja, Aber das, alles klar. Aber ich würde aber kurz die Mikros gerne geben. Gib dir mal die Box rüber. Vielen Dank. Kein Problem. Wie viele Minuten waren das jetzt? Ungefähr 40. 45 sowas. Oh. Ihr wart wirklich lange dran, ja. Okay, krass. das war aber alle meine Schimpfwörter haben gespannt. Das ist Aber okay. bitte doch. Das ist das Wichtigste am Programmieren. Ja, richtig. Man muss die Emotionen fühlen, oder? Genau. Ja, cool. Vielen Dank. Okay, danke.